Hey liebe Zuschauer, heute soll es mal um ein Underquilt gehen, also um eine Hängemattenisolierung. Wer schon mal bei einer kalten, windigen Nacht draußen geschlafen hat, in der Hängematte und das Ganze auch noch ohne Isomatte gemacht hat, der wird festgestellt haben, dass es unten an den Auflageflächen zieht und unter Umständen auch auskühlen kann. Dagegen habe ich hier das Hammock Underquilt 180 von Carinthia und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also viel Spaß! Ein Underquilt isoliert im unteren und seitlichen Bereich, also an den Stellen, an denen der plattgedrückte Schlafsack nicht mehr richtig isoliert. Hier würde ohne Isomatte oder Underquilt der Körper bei windigen und kühlen Nächten oder im Winter schnell auskühlen. Das Ganze wird auch Windchill-Effekt genannt, einen Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Das Hook 180 von Carinthia ist ungefähr 200 cm lang und 120 cm breit. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, ist der Schnitt leicht konvex, also leicht nach außen gewölbt. Das soll für eine bessere Passform an der Hängematte sorgen, dazu aber gleich mehr. Ich habe das Underquilt hier als Prototyp in Olivschwarz, also vorne Oliv und hinten schwarz, sodass ihr es auch wenden könnt. Der Carinthia Schriftzug wird allerdings standardmäßig nicht drauf sein. Rund um das Underquilt führt elastisches Shockcord zum Befestigen und Einstellen. Die beiden Enden werden einfach an eurer Baumaufhängung eingehakt oder festgeknotet. Das Einstellen der Länge bzw. das Positionieren unter der Hängematte erfolgt dann über die Kordelstopper in jeder Ecke. Ich habe mir das System etwas abgeändert und die Kordel durchgeschnitten, sodass jeder Kordelstopper eine eigene Kordel zum Ziehen hat. Dazu an jedem Ende eine Schlaufe, um Karabiner zu befestigen. So kann ich mir einmal das umlaufende längere Standard-Setup einstellen oder aber auch ein gekürztes Setup mit 2 Schlaufen pro Seite. Hat den Vorteil, dass ich das Underquilt einfach am Kopf- und Fußende an meiner Whoopee-Sling einhaken kann und ich keine Knoten zum Kürzen machen muss, wenn das Cord zu lang ist. Außerdem fallen weitere Tropfleinen weg. Wenn ihr das Underquilt aber im Auslieferungszustand verwendet und der Karabiner außerhalb des Tarps liegt, solltet ihr daran denken, die Tropfleinen anzubringen. Um das Ganze am Kopf- und Fußende abzudichten bzw. anzulegen, gibt es außerdem noch an jedem Ende mittig einen Kordelzug, mit dem sich die Seiten zuziehen lassen. Hier habe ich anfangs den Fehler gemacht, es zu stark bzw. komplett festzuziehen, sodass es sich seitlich nicht mehr perfekt ausbreiten konnte. Hier müsst ihr also ausprobieren, wie es am besten passt und darauf achten, dass so wenig Luft wie möglich reinziehen kann. Aus dem Liegen heraus könnt ihr es natürlich ebenfalls verstellen. Ich verpacke es aber meistens schon eingestellt, so dass ich es beim nächsten Mal einfach nur wieder dran klippen muss. Bei meiner breiten Hängematte mit Gestänge habe ich mir auf jeder Seite eine Befestigungsleine angebracht, um das Underquilt an den Seiten besser zu halten, da es durch das Gestänge nicht komplett hochrutschen kann. Hier muss ich mir noch was einfallen lassen, da sich zwischen Hängematte und Underquilt noch ein kleiner Zwischenraum bildet. Es war zwar trotzdem warm, aber es geht noch besser, denke ich. Im Normalfall, also ohne Gestänge, liegt das Underquilt fast perfekt an, alle Auflageflächen werden abgedeckt und die Isolation kann gut arbeiten. Alle Kordeln laufen durch relativ kurze Kordelkanäle, sodass sie zum Beispiel bei einem Defekt schneller ausgewechselt werden können oder aber auch um an den freien Stellen etwas zu befestigen. So kann man sich zum Beispiel mit einem Karabiner das Underquilt weiter vor den Körper ziehen oder nachts zum Beispiel das Underquilt unter die Hängematte ziehen, ohne sie verlassen zu müssen. Sehr praktisch, wenn aus einer warmen Nacht dann doch vielleicht noch eine kalte wird. Bei der Isolation handelt es sich, wie die 180 im Namen schon vermuten lässt, um eine 180 Gramm Füllung. Der Aufbau ist wie beim G180 Schlafsack zweilagig, also 2 x 90 Gramm pro Quadratmeter mit G-Loft SI. Im Inneren nicht sichtbar für bessere Wärmespeicherung eine aluminiumbedampfte Schicht, die die Körperwärme reflektiert. Gut finde ich hier, dass die Kammern nicht zu groß ausgefallen sind und sie versetzt vernäht wurden, so dass nicht Naht auf Naht von Vorder- und Rückseite aufeinander liegen und die Wärme hier verloren geht. Im Fazit werde ich noch kurz auf den Temperaturbereich eingehen. Das Underquilt ist made in Europe, besteht innen sowie außen zu 100% aus Polyamid und die Verarbeitungsqualität ist wie immer sehr gut. Gegen Nässe schützt sich das Hook 180 mit einer stark wasserabweisenden Oberfläche ohne getapte Nähte oder ähnliches.
Da ein Tarp von einer Hängematte meistens nicht weit entfernt ist, reicht das aber allemal. Nach dem Abbau könnt ihr das Underquilt dann im mitgelieferten Packsack verstauen und bis auf die Maße von 23 x 17 cm komprimieren. Das Gesamtgewicht mit Packsack liegt bei 1200 Gramm. Kommen wir zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, das war das neue Underquilt von Carinthia. Ich habe das gute Stück 4 Nächte getestet bei Temperaturen von 3 bis 8 Grad. Dabei hatte ich meinen Tropenschlafsack und die Woolpower 200 Unterwäsche und ich hatte keine Probleme mit einem kalten Rücken oder ähnlichem. Ich tue mich mittlerweile ein bisschen schwer, Angaben zum Temperaturbereich zu machen, da da einfach so viele Faktoren einfließen. Und ja, ich würde das Underquilt für milde Sommernächte verwenden oder auch bis zum milden Winter hin. Wenn man eine Isomatte noch reinpackt, da geht das natürlich noch ein bisschen weiter. Gut gefallen hat mir auf jeden Fall das wendbare Design und die Farbkombination. Das Gewicht ist auch in Ordnung mit der G-Loft-Füllung und natürlich die Verarbeitungsqualität, die war auch top. Mit dem Kordelsystem konnte ich mich anfangs nicht anfreunden. Das war mir ein bisschen zu unpräzise und es ist öfter passiert, dass die Kordelstopper trotzdem noch ein bisschen Kordel freigegeben haben, wenn man es reingesetzt hat. Nach dem Umbau hat es auf jeden Fall besser geklappt für mich und ich konnte alles einzeln ordentlich gut einstellen. Ihr könnt das Underquilt natürlich auch als Decke fürs Auto benutzen, als Schlafsackersatz oder zum Beispiel auch als Transportschutz. Wenn das Underquilt rauskommt, wird es 129 € kosten und erstmal nur in der Farbvariante verfügbar sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!